Du planst eine Reise nach Argentinien und hast in dem Atemzug von Western Union und Blue Dollar gehört, aber weißt nicht genau, was das bedeutet oder wie das funktioniert. Denn um als Tourist in Argentinien an Geld zu kommen, kannst du nicht wie sonst auf Reisen einfach zum Geldautomaten gehen und mit deiner Kreditkarte Bargeld abheben. Stattdessen solltest du Geld auf dem Schwarzmarkt tauschen oder noch besser Western Union nutzen. In diesem Video erklären wir dir die Hintergründe dieser Situation, stellen dir die 3 besten Optionen vor, wie du als Tourist möglichst günstig an argentinische Pesos kommst und zeigen dir Schritt für Schritt, wie du den Service von Western Union nutzen kannst. Hi, wir sind Helen und Horst. Wir sind jetzt seit 6 Wochen hier in Argentinien unterwegs, von Buenos Aires über die Iguazú-Wasserfälle, weiter nach Salta und Jujuy bis hier runter in den Süden nach Patagonien. Und wir können sagen, Argentinien ist ein absolut wundervolles Land. Aber wenn man als Tourist hier nach Argentinien reist, muss man unbedingt einige Sachen im Umgang mit Bargeld beachten, denn sonst kann das Land ganz schnell zur Kostenfalle werden. Aber wieso das Ganze? Warum ist die Lage in Argentinien so anders? Genau das erklären wir euch in diesem Video. Vielleicht habt ihr es dieses Jahr oder auch letztes Jahr schon in den Medien mitbekommen, die Wirtschaft hier in Argentinien ist ziemlich am struggeln. Es ist das Land mit der höchsten Inflationsrate weltweit. Die lag teilweise bei über 200%, was dazu führt, dass die Währung, der argentinische Peso, krass entwertet wird und alle Dinge hier in Argentinien viel, viel teurer werden. Wir kennen das Problem der Inflation ja auch aus Deutschland. Da war 2023 ja auch ein richtiges Krisenjahr mit einer vergleichsweise hohen Inflationsrate von 6%. Jeder hat das mitbekommen, die steigenden Dönerpreise, die steigenden Preise im Supermarkt. Und jetzt stellt euch einfach mal vor, die Inflationsrate würde um ein Vielfaches höher liegen. Hier in Argentinien teilweise bei über 200% über Monate, teilweise sogar über Jahre hinweg. Das heißt, Dinge, die vor ein paar Jahren noch wenige Pesos gekostet haben, kosten jetzt einfach mehrere tausend Pesos. Das hier ist der 1000-Peso-Schein. Das ist die am weitesten verbreitete Banknote hier in Argentinien. Und die hat mittlerweile durch die Inflation nur noch einen Wert von einem Euro. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie einkaufen gehen wollt und noch bezahlt bar mit, was weiß ich, 50 Euro, dann müsst ihr 50 dieser Scheine in eurem Portemonnaie tragen und so viel passt einfach nicht in den Portemonnaie rein. Und stellt euch vor, ihr müsstet in Deutschland irgendwie jeden Einkauf einfach mit 1 Euro Münzen zahlen. Deswegen trägt man hier in Argentinien auch so super viel Bargeld mit sich rum. Und um dem entgegenzuwirken, dass man hier in Argentinien nicht mehr mit so viel Geldscheinen rumrennen muss, gibt es jetzt neue Banknoten. Hier haben wir beispielsweise den 2000er oder es gibt jetzt sogar auch schon den 10.000er. Die sind allerdings noch nicht so weit verbreitet und auch wenn ihr bei Google Maps zum Beispiel Speisekarten anschaut vor 6 Monaten, vor einem Jahr, da sind die Preise einfach noch viel geringer. Teilweise kann man da heutzutage einfach 2 Nullen dranhängen. Die Lage ist hier für die Menschen in Argentinien wirklich sehr schwierig, weil alles extrem viel teurer wird und diese Situation hat sich in den vergangenen Monaten eher noch verschlechtert als verbessert. Aber ein Mann hat versprochen, diese Krise zu beenden. Javier Milei, der Mann mit der Kettensäge, der seit Dezember 2023 der neue Präsident von Argentinien ist. Mit seiner ultraliberalen Wirtschaftspolitik will Milei Argentinien aus der Krise führen. Das heißt, der staatliche Apparat soll minimiert werden und der Wirtschaft, soweit es geht, freien Lauf gelassen werden. Im Zuge dessen hat Milei mehrere Ministerien komplett abgeschafft, vor allem im sozialen Bereich. Darüber hinaus wurden viele staatliche Leistungen gekürzt, worunter in erster Linie ärmere Bevölkerungsschichten, aber auch Studierende und Rentner leiden. Damit ist die Inflationsrate tatsächlich gesunken, aber zu welchem Preis? Denn mittlerweile leben die Hälfte aller Argentinier unter der Armutsgrenze. Die komplette Mittelschicht ist davon bedroht, unter die Armutsgrenze zu rutschen und wir sehen hier auch jeden Tag wieso, weil die Preise sind so hoch im Supermarkt für Dienstleistungen. Alles kostet einfach unfassbar viel Geld, selbst für uns als privilegierte Touristen. Und wenn man jetzt mal bedenkt, dass der Durchschnittslohn in Argentinien ungefähr 450 Euro pro Monat beträgt, mehr oder weniger, aufgrund der Inflation kann man das nicht so genau sagen, aber man kann es als Richtwert nehmen, dann können wir uns überhaupt nicht vorstellen, wie die Argentinier hier ihr tägliches Leben überhaupt noch meistern können. Das ganze Thema ist sehr komplex, wir haben jetzt nur die Inflation hier oberflächlich mal aufgegriffen und erklärt, das wäre eigentlich ein eigenes Video wert, aber wir wollen uns jetzt auf die touristisch relevanten Aspekte konzentrieren, weil wenn ihr hier nach Argentinien reist, gibt es einfach einige Dinge, die ihr im Umgang mit Geld wissen müsst. Normalerweise hat eine Währung ja einen offiziellen Umrechnungskurs, zum Beispiel zum US-Dollar oder zu anderen Währungen wie dem Euro. Nicht so aber in Argentinien. Aufgrund der starken Schwankungen des argentinischen Pesos und der Inflation hat sich ein Schwarzmarktkurs entwickelt, der sogenannte Blue Dollar bzw. auf Spanisch Dollar Blue. Dieser weicht teilweise erheblich vom offiziellen Wechselkurs, dem Dollar Oficial, ab und hier wird es jetzt auch für Touristen interessant, denn der Blue Dollar Kurs ist deutlich besser. Das heißt, für eure mitgebrachten US-Dollar oder Euro erhaltet ihr auf dem Schwarzmarkt deutlich mehr argentinische Pesos als in offiziellen Wechselstuben oder bei Banken. Deswegen ist es in Argentinien auch keine gute Option, einfach am Geldautomaten Geld abzuheben,
Denn zum einen nutzen die Banken ja den offiziellen, also den schlechteren Wechselkurs und zum anderen kommen teilweise auch noch immense Gebühren für Abhebungen obendrauf. Und zusätzlich kann es auch noch sein, dass die Geldautomaten gar nicht genug Geld vor Ort haben, was einfach an dem Wertverlust des Pesos liegt und dass da rein physisch überhaupt nicht mehr genug Geld reinpasst. Deshalb ist es als Tourist vorteilhaft, Bargeld auf dem Schwarzmarkt zu tauschen. Und Schwarzmarkt klingt erstmal so ein bisschen shady und nach Hinterhof, aber ist hier in Argentinien auch toleriert und akzeptiert. Und der Blue Dollar, der hat auch einen festgelegten Wechselkurs. Der wird sogar in Zeitungen veröffentlicht oder den kann man auch im Internet tagtäglich nachlesen. Wie ihr eure Euros und Dollar am besten dann auf der Straße gegen argentinische Pesos tauscht, das erklären wir euch gleich. Aber es gibt noch einen anderen Wechselkurs, der für Touristen sehr wichtig ist. Neben dem offiziellen und dem Blue Dollar gibt es nämlich auch die sogenannte MEP-Rate. Und die wird abgerechnet, sofern man mit Kreditkarte, Visa bzw. Mastercard zahlt, weil die Kreditkartenbetreiber haben sich irgendwann gedacht, okay, der ganze Zahlungsverkehr mit Bargeld läuft an uns vorbei, wir wollen da auch wieder mitmischen und deshalb wurde diese MEP-Rate eingeführt und die hat den Vorteil, dass wenn ihr mit Kreditkarte zahlt, müsst ihr halt nicht so viel argentinische Pesos mit euch rumschleppen und das Coole war bisher, dass diese MEP-Rate sich auch stark am Blue Dollar orientiert hat. Das heißt, ob ihr dann mit Karte zahlt oder bar, hat keinen großen Unterschied gemacht, wobei wir jetzt dazu sagen müssen, in letzter Zeit orientiert sich die MEP-Rate generell eher am offiziellen Wechselkurs. Deswegen empfehlen wir auch, die App Dollar Blue Oi runterzuladen. Da seht ihr dann nämlich alle Wechselkurse, also den offiziellen Wechselkurs, den Blue Dollar Wechselkurs und eben auch die MEP-Rate. Und sollte die MEP-Rate sich nochmal verbessern, dann macht es auf jeden Fall auch Sinn, in Argentinien mit Kreditkarte zu zahlen. Mittlerweile haben sich die Kurse grundsätzlich sehr angenähert, also während es vor Monaten noch einen erheblichen Unterschied zwischen dem offiziellen Wechselkurs und dem Blue Dollar gab, ist es mittlerweile recht ähnlich. Aber es ist trotzdem so, dass Touristen nach wie vor vom Blue Dollar profitieren, gerade bei Western Union, dazu kommen wir aber später. Bevor wir dazu kommen, solltest du bei deiner Argentinien-Reiseplanung daran denken, dir eine SIM-Karte zu besorgen. Die brauchst du nämlich im Reisealltag, zum Beispiel für Navigation, Kommunikation oder eben auch um online zu bezahlen. Wir haben uns vorab für eine eSIM von Saily entschieden, was super easy funktioniert hat. Wir haben die eSIM einen Tag vor der Abreise gekauft und installiert und hatten dann, sobald wir in Argentinien gelandet sind, direkt Internet, weil sich die eSIM dann automatisch mit dem lokalen Netzwerk hier vor Ort verbindet. Damit konnten wir uns dann am Flughafen direkt einen Cabify bestellen. Das ist die App, die hier für Taxis verwendet wird und das war deutlich günstiger als die offiziellen Airport-Taxis, die am Flughafen angeboten werden. Saily hat ein Riesenangebot von eSIMs aus über 180 Ländern und es gibt auch regionale Pläne, also eSIMs, die gleichzeitig für mehrere Länder gültig sind, beispielsweise hier für Südamerika oder auch für Asien. Es ist gleichermaßen für iOS und Android nutzbar und es gibt einen 24/7 Chat-Support. Und wir haben auch wieder einen Rabattcode für euch. Mit Better Beyond spart ihr 15% auf eure eSIM bei Saily oder ihr nutzt direkt den Link www.saily.com/betterbeyond. Den findet ihr auch ganz oben in der Videobeschreibung, also speichert euch den gerne für eure nächste Reise ab. Dann kommen wir jetzt dazu, wie ihr eure Euros und Dollar am besten auf dem Schwarzmarkt gegen Pesos tauscht. Normalerweise ist es so, dass man den besten Kurs für gut erhaltene 100-Dollar-Noten bekommt. Man kann auch Euros tauschen. Unserer Erfahrung nach ist es allerdings so, dass es nicht ganz so flächendeckend geht und dass man im Zweifel auch teilweise ein bisschen schlechteren Kurs für Euros bekommt. Der bekannteste Ort, um in Argentinien das Geld zu wechseln, ist die Calle Florida, eine große Einkaufsstraße mitten in Buenos Aires. Und wenn ihr darüber läuft, dann werdet ihr es im Hintergrund immer hören. Da rufen immer Leute Cambio, Cambio. Das ist das argentinische Wort für wechseln. Und die könnt ihr dann ansprechen, könnt ein bisschen verhandeln. Solltet auf jeden Fall auch in der App den aktuellen Kurs nachschauen, damit ihr eine Verhandlungsgrundlage habt. Und dann, wenn ihr euch dann geeinigt habt oder ihr fragt noch jemand anderen, am besten immer 2, 3 Leute fragen für den Kurs, dann geht man dann so ein kleines Hinterstübchen irgendwo im Einkaufszentrum oder vielleicht auch einfach ein normales Geschäft, wo dann die Euros bzw. Dollar gegen die Pesos getauscht werden. In diesen Wechselstuben gibt es dann auch meist Zählmaschinen und dann werden die Pesos da durchgejagt. Der am weitesten verbreitete Schein ist nach wie vor der Tausender, weshalb man halt so riesige Batzen bekommt, so haben wir es immer genannt, und dann werden immer 100 Scheine mit so einem Gummi zusammengebunden. Das heißt, wenn ihr dann irgendwie 200 oder 300 Euro tauscht, dann kriegt ihr da ziemlich viel Bargeld. Wir hatten immer so einen Gefrierbeutel dabei, wo wir das Geld dann reingepackt haben, weil so viel passt einfach nicht ins Portemonnaie. Aber um auf Nummer sicher zu gehen, könnt ihr das Geld auch nochmal nachzählen. Aber das dauert hier eine Weile in Argentinien, weil wenn ihr dann irgendwie so 400 Scheine mal nachzählen müsst, müsst ihr dafür ein paar Minuten einplanen. Aber ihr könnt das Geld natürlich nicht nur in Buenos Aires auf der Calle Florida tauschen, sondern auch in vielen anderen Städten, gerade in der Nähe von dem Zentrum. Auf den Straßen hört man dann immer Leute mal rufen Cambio, oder wenn man aussieht wie so ein Gringo-Tourist wie wir, dann sprechen einen auch Leute mal direkt an, oder ihr könnt auch beispielsweise in eurer Unterkunft nachfragen. Also das ist relativ niedrigschwellig, wo ihr eure Euros und Dollar gegen Pesos tauschen könnt. Eine weitere Methode, um hier in Argentinien an Bargeld zu kommen, die unserer Meinung nach sogar besser und einfacher ist, ist Western Union.
Western Union ist ein Anbieter für Auslandsüberweisungen, den gibt es in ganz vielen Staaten weltweit und seit der Hyperinflation ist der hier in Argentinien eigentlich die beste Option, um an argentinische Pesos zu kommen, weil sich der Kurs bei Western Union nämlich auch am Blue-Dollar orientiert, teilweise aber sogar ein bisschen besser ist. Und das Prinzip von Western Union ist auch ziemlich einfach. Als erstes solltest du dir die Western Union App auf dein Handy laden. Dort legst du einen Account an, wofür du einige persönliche Daten angeben musst und dann kannst du Geld an eine andere Person oder wie jetzt in unserem Fall an dich selbst schicken. Dafür gibst du den Betrag in Euro ein, den du dir senden möchtest und bekommst dann auch dort direkt den aktuellen Wechselkurs angezeigt. Dann wählst du aus, wie der Empfänger, also in dem Fall du selbst, das Geld erhalten soll, wobei du bar an einem WU-Standort auswählst. Das bedeutet, dass du das Geld von jedem beliebigen Western Union Standort in dem Zielland abholen kannst, also in unserem Fall in Argentinien. Du bist nicht auf eine bestimmte Filiale beschränkt. Im nächsten Schritt wählst du aus, von wo bzw. wie das Geld überwiesen werden soll, also Kredit- oder Debitkarte, Online-Banking, Sofortüberweisung, Überweisung oder Apple Pay. Und dann bist du auch schon fertig. Wir haben immer Kreditkarte als Zahlungsmittel ausgewählt und konnten dann in der Regel auch schon nach wenigen Minuten das Geld abholen. Manchmal dauert es aber auch bis zu 30 Minuten. Du bekommst eine Empfangsbestätigung, auch per E-Mail, in der eine Tracking-Nummer, die MTCN-Nummer steht. Diese brauchst du, um das Geld in der Western Union-Filiale abzuholen, genauso wie deinen Reisepass. Diese Nummer und deinen Reisepass zeigst du dann in der Western Union-Filiale vor und bekommst dann dort das Geld ausgehändigt. Um nach Western Union-Filialen zu suchen, haben wir einfach immer den Begriff Western Union bei Google Maps eingegeben. Es gibt aber auch Apps, wo die alle verzeichnet sind, zum Beispiel bei iOverlander. In den größeren Städten ist das meistens kein Problem, Geld zu holen. Da gibt es viele große Filialen in Buenos Aires, Córdoba, Rosario. Auch in Salta hat es bei uns gut funktioniert. Aber wenn man in kleinere Orte geht, gerade hier in Patagonien, in Argentinien, El Chalten oder El Calafate, wo auch viele Touristen den Service von Western Union nutzen wollen, kann es sein, dass die Western Union Filialen kein Geld mehr haben. Am besten solltet ihr euch also erstmal in den Großstädten ein bisschen eindecken und wenn ihr dann in kleinere Orte kommt, solltet ihr vielleicht vorher fragen, ob sie das Geld tatsächlich haben oder am besten früh morgens hingehen, wenn die Filialen gerade erst aufmachen. Die erste Transaktion bei Western Union ist komplett kostenlos und die zweite kostet dann was, ich glaube so 20 Euro, aber das kann man ganz leicht umgehen, indem man sich einfach mit einer anderen E-Mail-Adresse einen neuen Account aufmacht. Also wir haben, glaube ich, 3-4 Mal bei Western Union Geld abgehoben sozusagen und das hat halt nie Gebühren gekostet. Unsere Empfehlung ist, einfach 100 Euro aus Deutschland mitzunehmen, das meinetwegen auf einem Schwarzmarkt zu tauschen, auch wenn es nicht den besten Kurs gibt, dann hat man sozusagen ein kleines Startkapital in Pesos und dann so schnell es geht den Service von Western Union zu nutzen. Gerade wenn ihr in Buenos Aires ankommt, dann ist das auch kurzfristig eigentlich kein Problem und grundsätzlich unsere Empfehlung auch, man sollte irgendwie immer 100 oder 200 Dollar einfach Notgroschen dabei haben. So am Reisen grundsätzlich, aber in Argentinien ganz besonders, sollte mal kurzfristig hier in Patagonien ein Service von Western Union nicht wie geplant funktionieren, dass man irgendwie damit ein paar Tage überbrücken kann. Jetzt haben wir euch erklärt, wie ihr in Argentinien an Bargeld kommt, aber man kann natürlich auch an vielen Stellen hier mit Kreditkarte zahlen. Horst hatte ja vorhin schon erklärt, dass ihr da die sogenannte MEP-Rate bekommt. Die schwankt auch, also da muss man immer ein bisschen die Wechselkurse im Blick behalten. Aber grundsätzlich ist es so, dass man in den großen Städten und auch in den touristischen Orten vieles mit Kreditkarte bezahlen kann, zum Beispiel in Supermärkten, in Restaurants, Cafés oder auch bei Touranbietern. Allerdings ist es öfter so, dass noch eine Gebühr obendrauf kommt. Das heißt, wir haben es zum Beispiel öfter erlebt, dass wir Unterkünfte bei Booking.com gebucht haben, die man dann in der Regel ja vor Ort zahlt. Und da war es dann häufig so, dass gesagt wurde, wenn wir mit Kreditkarte zahlen, kommt ein Aufschlag von 15% obendrauf. Und dann lohnt sich das nicht mehr, die MEP-Rate zu nutzen, sondern dann ist es auf jeden Fall günstiger, in Bargeld zu zahlen. Manchmal ist es aber auch so, dass nicht eine extra Gebühr für die Kreditkartenzahlung obendrauf kommt, sondern dass es quasi andersrum gehandhabt wird, dass es nämlich von vornherein 2 verschiedene Preise gibt, beziehungsweise dass es günstiger wird, zum Beispiel 10 oder 15% Rabatt gibt, wenn man mit Bargeld, was man übrigens Efectivo nennt auf Spanisch, bezahlt. Das haben wir zum Beispiel öfter in Restaurants gesehen, da kostet dann eine Mahlzeit mit Bargeld gezahlt zum Beispiel 10% weniger, als wenn man mit Kreditkarte zahlt. Wir haben in Argentinien so eine Mischung gemacht. Wir haben, würde ich sagen, 50% mit Bargeld bezahlt, 50% mit Kreditkarte, zumindest dann, wenn die MEP-Rate gut war. Und insgesamt ist es dafür natürlich sehr wichtig, eine gute Reisekreditkarte dabei zu haben. Wir haben insgesamt immer 3 Stück auf unseren Reisen dabei. Einmal die Visa Debit Card von der DKB, dann seit neuestem auch die AVA 7 und seit Jahren schon die Barclays Visa. Und besonders die DKB Visa Debit Card kann in Argentinien vorteilhaft sein, weil es ist häufig so gewesen, dass die Gebühren, die Helen gerade angesprochen hat, bei der Debitkarte etwas geringer waren. Also wenn ihr nach Argentinien reist, eine gute Reisekreditkarte und vorzugsweise eine Debitkarte mitnehmen.
Das waren jetzt die besten Methoden, wie ihr hier in Argentinien an Bargeld kommt und bezahlt. Und lange galt Argentinien ja auch gerade in Patagonien hier als die deutlich günstigere Variante gegenüber Chile. Wir müssen sagen, diese Zeiten haben sich wirklich geändert. Also wir haben auch mit Leuten gesprochen, die hier vor einem halben Jahr, vor einem Jahr in Argentinien waren. Die Eintrittspreise haben sich teilweise verdoppelt, verdreifacht. Es wurden Eintrittspreise für Sachen eingeführt, die vorher kostenlos waren. Mal ganz abgesehen von der grundsätzlichen Preissteigerung hier im Land. Aber, das wollen wir auch ganz klar sagen, das ist für die Menschen vor Ort natürlich am schlimmsten und nicht für uns als ja doch privilegierte Touristen, die hier reisen dürfen. Deswegen hoffen wir einfach, dass sich die Situation langfristig im Sinne der Einheimischen hier wirtschaftlich stabilisiert, dass alle Menschen davon profitieren. Aber wir wollen auch der Vollständigkeit halber dazu sagen, wenn ihr ältere Blogbeiträge oder Videos über Argentinien schaut, ihr könnt euch auf die Preise nicht wirklich verlassen. Deswegen haben wir heute im Video auch wenig konkrete Zahlen genannt, weil es macht in Argentinien halt einfach wenig Sinn. Und es macht auch nach wie vor keinen Sinn, Geld am Automaten abzuheben, weshalb Touristen nach wie vor von dem Schwarzmarktkurs Blue Dollar oder auch von den Abhebungen bei Western Union profitieren. Nichtsdestotrotz ist Argentinien natürlich ein unfassbar schönes und vielseitiges Land mit ganz, ganz lieben Menschen auch hier vor Ort. Wir können es sehr weiterempfehlen. Ihr findet ganz viele verschiedene Videos zu verschiedenen Orten hier aus Argentinien, auch auf unserem YouTube-Kanal. Und alles, was wir euch heute in diesem Video hier vorgestellt haben, auch nochmal in Schriftform auf unserem Blog www.betterbeyond.de, falls ihr nochmal was nachlesen wollt. Und ansonsten, falls irgendwelche Fragen offen geblieben sind, falls irgendetwas noch unklar ist, schreibt es uns sehr gerne hier in die Kommentare. Wir freuen uns über einen Austausch, sagen danke fürs Zuschauen und sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.